Leute, was geht? Ich bin Rebecca und ich bin wieder am Start für euch mit einem neuen Video. Und zwar wird es heute um Punkt 3 Uhr nachts zu der verfluchten Uhrzeit ein XXL-Unboxing geben von diesen viralen Figuren hier. Das wird völlige Eskalation, weil das ist ein Haufen. Ich habe hier nämlich Smisky, Sonny Angels und Labubus, die es gar nicht mehr gibt, die überall ausverkauft sind. Ich habe also richtig Glück gehabt und ich dachte mir, die machen wir zu dieser Uhrzeit einfach mal auf. Mal gucken, ob irgendwas Seltsames passiert. Denn mein XXL-König Labubu wird hinten sitzen. Habt also ihn bitte im Auge, um zu sehen, ob irgendwas Merkwürdiges mit ihm passiert. Und Leute, das klingt jetzt super verrückt, aber soll ich mal um Punkt 3 Uhr nachts einen Labubu-Kuchen backen, um zu sehen, ob irgendwas passiert? Bei 10.000 Daumen nach oben mache ich das mit euch zusammen. Oh mein Gott, kochen mit Becky, backen mit Becky. Wird wundervoll, aber ich dachte mir, why not? Irgendwie habe ich mega Bock auf Kuchen. Warum machen wir nicht einfach mal einen Labubu-Kuchen um 3 Uhr nachts? Ob der schön aussieht, weiß ich nicht, aber das finden wir dann heraus. Aber ihr könnt es bestimmt. Und schreibt mir wieder für den Spooky Sunday eure Spooky Stories in die Kommentare und ich würde sagen, let's go! Wir unboxen jetzt. Übrigens, ich wundere, meine Fingernägel sind abgebrochen. Ich bin so sad, aber egal. Auf jeden Fall fangen wir als erstes mal damit an. Mit den Sonny Angels I Love Rainy Day Edition. Und die gibt es bei uns gar nicht mehr. Die sind drin und ich hätte so gerne den Elefanten oder den Frosch hier oder vielleicht den Secret. Ich weiß gar nicht, was das für einer ist. Machen wir die jetzt mal auf. Ich bin die ganze Zeit schon so gespannt, was da drin ist, weil ich musste so lange jetzt darauf warten. Für euch. Was ist da wohl drin? Oh mein Gott. 3, 2, 1. Ich habe den Elefanten gezogen. Oh mein Gott, Leute, ist der süß oder ist der süß? Ich habe so viel Glück, den wollte ich unbedingt haben, weil wegen der gelben Regenjacke. Und der hat einfach mal Gummistiefel an. Und hinten hat er einfach mal so kleine Flügel. Das ist so cute. Als nächstes etwas, was überall ausverkauft ist. Keine Chance, das irgendwie zu bekommen. Außer du kaufst es im Resale. Völlig überteuert. Denn das sind die Labubu One-Piece-Figuren. So sieht das aus. Die sind übrigens alle drin. Ich hätte so gerne Ruffy, Frankie oder Zorro. Aber ich habe gesehen, das wird teilweise für 69 € verkauft. Eine Box. Das ist wahnsinnig teuer. So teuer waren die nicht mal. Hoffentlich habe ich Glück. Okay, Leute, hier ist die Packung. Hier seht ihr auch den Labubu drauf. Und wen habe ich drin? Wen ziehe ich? Wer ist es? Wer ist es? Okay, nicht mein Fave, aber trotzdem cute. Und zwar ist es Lissop. Der hat sogar so eine Zwille in der Hand. Und ja, seine lange Nase. Die werde ich mir auf jeden Fall irgendwo hinstellen. Da drin gibt es aber noch so einen Ständer. Sieht so aus wie eine Goldmünze. Und es gibt noch eine Sammelkarte. Tada! Nächste Labubu One Piece Box. Ich glaube, Ruffy wird schwer, aber Zorro. Ich liebe diese Packungen hier. Die sind so nice. Fühlt sich schwer an. Oh, wow. Aber er sieht gar nicht aus wie ein Labubu. Wir haben hier Brook drin. Aber er sieht nicht aus wie ein Labubu. Er hat keine Ohren. Ich bin sad, ich will Labubu haben. Das ist die Karte. Kommt wieder mit so einem Ständer, wo man es rauf tun kann. Und Leute, er sieht von allen am wenigsten nach Labubu aus. Sogar Chopper hat oben noch Labubu-Ohren. Warum hat er keine? Hallo? Er ist kein Labubu. Ich bin sauer. Das öffnen wir jetzt als nächstes Mal, weil ich bin so gespannt, was da wohl drin ist. Diesen Mofo-san Hipper. Für alle, die nicht wissen, was Hippers sind, die kannst du dir zum Beispiel an dein Handy oben rankleben oder an dein Notebook oder an deinen Desktop von deinem PC. Und die gucken dann so süß rüber und halten sich da oben so fest. Und von hinten sieht man meist noch einen Teil der Figur. Aber von Mofo-san gibt es so süß und die kriegst du hier einfach auch gar nicht. Und guckt euch die einfach mal an, die sind alle so süß. Ich kann mich gar nicht entscheiden, wen ich am liebsten hätte. Vielleicht den hier unten. Oh mein Gott, was war das denn? Oder den hier oben. Ich habe irgendwie gerade was Komisches an meinem Fenster gehört. Ich weiß nicht, ob man das auch in der Kamera hören konnte. Was war das? Ich weiß nicht, ob ihr das gerade hören konntet, aber das hörte sich so ein bisschen metallisch an, weil die Jalousie auch so Metall ist. Ich habe Angst. Leute, ich habe Angst, dieses Rollo-Ding da. Warum hat sich das bewegt? Okay, merkwürdig. Auf jeden Fall, ja, ich glaube, ich hätte gerne den Hai oder den Orca. Nachher kriege ich den Shrimp oder so. 3, 2, 1. Und, wen habe ich? Oh mein Gott, nein. Spotted Garden Eel Miau. Was ist das? Für mich sieht das aus wie so ein Surimi-Stick. Das war der, den ich am wenigsten wollte, wenn dann von allen. Was ist das? Ja gut. Findet jemand die von euch süß? Ja, mein erster und einziger Mofo-san Hipper. Und dann habe ich gleich den hier bekommen. Irgendwie so einen komischen Aal, den ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Öffnen
Öffnen wir als nächstes diese Teletubbies hier. Die sind nämlich auch super beliebt. Die waren fast alle weg in Korea. Wieso auch immer. Aber die habe ich auch richtig oft auf Instagram, auf TikTok gesehen, wie die Leute die unboxed haben. Und irgendwie fand ich die dann doch ganz süß. Vorher nicht so sehr, aber dann hat es mich doch irgendwie so gecatcht. Und Leute, die sind ein bisschen flauschig. So sehen die Boxen aus. Die hier sind übrigens drin und ich glaube, ich hätte gerne den roten oder den rosanen hier. Den helllilanen finde ich auch richtig süß. Über die pastelligen würde ich mich besonders freuen. Und was ist der Secret? Oh, richtig flauschig. Oh mein Gott, Leute, ich habe einen pastelligen bekommen. Guck mal seine kleine Antenne an. Jetzt verstehe ich, warum die so gehypt sind. Die sind so richtig flauschig. Die waren nur in so einer Vitrine. Die konntest du gar nicht anfassen. Das hast du nur gesehen. Aber die sind ultra flauschig. Sowas braucht man eher nicht so, aber egal. Ich liebe Kitsch und Krimskrams. Leute, guckt ihn euch an, aber es könnte auch sein, dass der irgendwie besessen ist um 3 Uhr nachts. Kann ich mir auch gut von ihm vorstellen. Weiß ich auch nicht. Er guckt ein bisschen ein in die Seele. Okay, jetzt bin ich gespannt, was ich hier drin habe. Bitte wieder eine pastellige Version. Wir wollen nur Pastell. Nachher derselbe. Oh, oh. Ich hoffe nicht. Kein Dipsy. Oh, den ich habe, Leute. Leute, ich habe zweimal Pastell gezogen. Und zwar hier. Guckt mal den rosanen an. Das ist voll meins. Okay, der guckt ein bisschen creepy. Aber trotzdem süß. Wie findet ihr die? Gruselig oder süß? Schreibt mal jetzt in die Kommentare. Da hatte ich ja mal sowas von Glück und jetzt probieren wir unser Glück weiter aus bei dem Labubu. Und zwar den dritten und letzten One Piece Labubu. Was ist da wohl drin? Ich kann mir gut vorstellen, der Ruffy ist besonders viel wert, aber mal gucken, ob ich so viel Glück habe. Es fühlt sich irgendwie leicht an. Nehmen wir wieder die Labubu-Verpackung. Der ist drin. Der ist ja mal sowas von eine 10 von 10. Ja, der sitzt auf einer Münze. Oh mein Gott, ist das süß. Und das ist seine Karte. Bevor wir meine letzte und ultra gehypte Labubu-Box hier öffnen, öffnen wir mal einen Smisky. Den habe ich auch noch gar nicht bei uns gesehen, diese Variante hier. Und ich finde die so süß zum Hinstellen, einfach nur zu Hause. Hallo? Ist da noch was drin? Was macht der? Keine Ahnung, was er macht, aber... kann mir das mal jemand erklären? Umarmt er irgendwie einen durchsichtigen Baum oder so? Ach so, der kann irgendwie so einen Stab oder so umarmen, aber wer hat einfach mal so einen Stab bei sich zu Hause? War da noch einer drin? Nö. Das ist der, den ich auf jeden Fall nicht wollte. Vielleicht kann er mein Ladekabel umarmen. Öffnen wir als nächstes mal die Smiskies in der Bed Edition, der Schlafengehen Edition. So sehen die aus. Die sind hier drin und ich hätte gerne den mit der Schlafmütze oder die rumliegen, weil das sieht, glaube ich, richtig süß aus, wenn ihr die irgendwo hinstellt. Die sind außerdem richtig cool und noch glow in the dark. Den haben wir hier drin. Ist das ein Secret? Ah nee, ist kein Secret. Ich dachte gerade, das sei ein Secret, aber nein, den habe ich gar nicht gesehen. Da ist auch noch einer dabei, der hat sein Smisky-Kind im Arm. Und das ist so süß, Leute. Oh mein Gott, guckt euch das an. Da liegt er einfach neben ihm. Das waren einfach mal 2 Smiskies in einem. Anfangs, muss ich ehrlich sagen, fand ich die Smiskies nicht so toll. Aber jetzt so mag ich die voll gerne, weil die einfach richtig niedlich aussehen zu Hause. Und jetzt öffnen wir mal den nächsten. Nachher ist es derselbe. Moment, ich habe schon wieder einen liegenden, aber diesmal mit einem Kissen. Da, seht ihr ihn? So süß. Oh mein Gott, der ist auch richtig niedlich. Und jetzt öffnen wir meine letzte Labubu-Box, meine allerletzte. Und zwar aus der Yoga Edition, Lazy Yoga Edition. Ich wollte unbedingt eine Figur davon haben und ich hatte das Glück, noch eine zu finden. Eine einzige war in der Box noch. Danach war sie ausverkauft. Keine Chance, die auch online zu bekommen. Und wenn, dann nur wieder mega teuer im Resell. Und so sieht die Box so aus. Richtig süß. Und welchen Labubu hättet ihr gerne? Also ich glaube, ich hätte gerne den Secret, weil ich mag die Pose. Oder den hier vorne, den blauen. Welchen Labubu habe ich? Was ist das für ein Labubu? Warum sieht der so creepy aus? Leute, guckt ihn euch an. Findet nur ich den irgendwie gruselig? Oder findet ihr den nicht auch ein bisschen creepy? Seine Augen. Den habe ich vorhin gar nicht gesehen. Also irgendwie ist der mir nicht aufgefallen. Aber ja, ich habe den hier bekommen. Zufall, ich glaube nicht, dass ich den gruseligen hier bekommen habe. Auf jeden Fall kann das sich hier drehen. Alter, der macht mir Angst. Der macht mir wirklich Angst. Aber der ist so ein bisschen weich hier, was ich mega nice finde. Ja, der macht so was für die Bauchmuskeln. Was hat das mit Yoga zu tun? Das ist nicht Yoga! Wir haben hier auch noch eine Matte. Yay! Ich glaube, ich habe auch den einzigen gruseligen bekommen. Der einzige mit den verfluchten Augen. Schön.
Das ist übrigens die Karte, die dabei war. Ich finde ihn echt creepy. Er ist der Einzige mit solchen Augen, Leute. Der Einzige. Öffnen wir als nächstes mal eine Njotta-Figur. Die ist auch super beliebt. Und die Verpackung fand ich so schön. Guckt ihr euch einfach mal an, wie verträumt das aussieht. Die sind alle hier drin. Ich glaube, ich hätte etwas gerne mit ihrer Katze. Oder das mit dem Stern, was vorne drauf. Habe ich Glück? Was ist das hier? Mit einem Haus? Ich dachte gerade, das sei ein Vogel, aber nein, das ist ihre Katze hier drin. Oh, das ist eigentlich ganz süß. Aber jetzt sehe ich meine Faye-Figur. Das war die Figur jetzt. Hier oben ist die Katze drin und tada! Und jetzt habe ich noch einen Haufen Sonny Angels. Und zwar unter anderem die hier, Flower Gift. Die hier sind übrigens alle drin. Es gibt auch wieder ein Secret. Okay, was ist drin? Oh, ein kleiner Löwe. Mit einer Sonnenblume. Tada! Richtig cute für den Frühling und Sommer. Als nächstes habe ich hier die Happy Birthday Edition. Okay, mal gucken, was da drin ist. Weil ich finde die eigentlich gar nicht mal so schlecht, um die so auf den Geburtstagskuchen zu machen oder daneben zu stellen oder sowas. Deswegen habe ich mir welche davon mitgenommen. Diesmal ist auch gar nicht auf der Verpackung drauf, was da eigentlich drin ist. Also es ist komplett secret. 3, 2, 1. Okay, wir haben hier einen Ballon. Und ein Teddy. Sonny Angel. Okay, jetzt weiß ich nicht, ob ich den creepy oder süß finden soll. Weil irgendwie hat der schon ein bisschen was Unheimliches. Moment, ich mach mal eben hier diesen Ballon raus. Und wie findet ihr den hier? Also den Ballon finde ich mega schön, aber ich weiß nicht so ganz, was ich von seinem Kostüm halten soll. So sieht das von hinten aus. Ich liebe den kleinen Partyhut. Aber, ja, mal gucken, was in der anderen Happy Birthday Box drin ist. Mal gucken. Wir haben hier schon wieder einen Ballon und ich sehe irgendwas Blaues. Sind das nur Teddys? Oder was ist das jetzt? So sieht der hier aus. Tada! Aber den finde ich ein bisschen süßer. Irgendwie mag ich die Farben mehr. So sieht der von hinten aus. Öffnen wir als nächstes mal einen Sonny Angel Hipper. Und ich habe auch noch einen von Smisky. Da hätte ich, glaube ich, gerne den Hasen. Die sind auch super beliebt und immer weg. Also die Sonny Angel Hippers kriegst du eigentlich nie. Oh, wir haben den Elefanten. Der ist eigentlich ganz süß. Der ist in Ordnung. Das kannst du hier zum Beispiel an ein Handy kleben oder ein Notebook. So sieht der aus. Dann ein Smisky Hipper. Die sind alle drin. Und ich weiß gar nicht, welchen ich am liebsten hätte. Vielleicht den, der so runterhängt. Der sieht eigentlich ganz cool aus. Wisst ihr, was voll seltsam ist? Irgendwie wird immer mein großer Labubu fokussiert. Das ist voll seltsam. Der fokussiert nicht mein Gesicht. Eigentlich habe ich Gesichtserkennung an. Und eigentlich erkennt er nur menschliche Gesichter so. Aber der fokussiert immer den Labubu. Voll seltsam. Welche habe ich? Oh, ich habe den Secret gezogen. Unter dem mit den Kopfhörern. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den mega cute finde, aber geht wohl. Öffnen wir als nächstes mal diese Box hier von Sonny Angel. Und ich hoffe, ich bekomme den Hasen. Den will ich schon so lange haben. Nein! Ich hab das Faultier! Nein! Was ist das für einer? Er sieht komisch aus. Nichts gegen Faultiere, aber er sieht echt seltsam aus. Das sieht aus wie eine Badekappe. Der ist nicht süß. Ich glaube, ich habe eigentlich noch genug für einen zweiten Teil. Und Leute, ich habe mir noch Labubus bestellt. Aber nicht die hier, sondern andere. Also wenn ihr wollt, dass es auch ein zweites Unboxing gibt, dann lasst es mich unbedingt wissen. Wenn ihr bis hierhin gekommen seid und Bock drauf habt, schreibt in die Kommentare Becky. Wir wollen ein zweites Unboxing. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Und hat der Labubu sich bewegt?